Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vectorcam TV. Heute geht es um die Funktion Z-konstant schlichten. Dabei handelt es sich um eine Methode zum Schlichten von steilen Bereichen, bei der die Werkzeugbahnen entlang der Z-Achse ausgegeben werden. An dem hier vorliegenden Bauteil müssen noch die kegelförmigen Türme und die Phase geschlichtet werden. Da die vertikalen Bereiche des Bauteils schon geschlichtet sind, möchte ich nicht über die hier selektierte Phase hinausgehen. Dafür wechsle ich in den Reiter Fräsen 3D und aktiviere die Funktion Z-konstant schlichten. Als erstes wähle ich in dem Folgendialog ein Werkzeug aus. In meinem Falle nehme ich einen 8er Radiusfräser mit einem 1 mm Radius an den Schneiden. Ich setze mein Aufmaß auf 0 und möchte mit einer Endtiefe in Z arbeiten. Da ich die Phase, bis zu der ich arbeiten möchte, vor der Aktivierung des Jobs selektiert habe, wird mir hier die entsprechende Endtiefe ausgegeben. Diese setze ich etwas tiefer, um mit dem 1 mm Radius meiner Werkzeugschneide zu überlappen. Ich stelle meine Zustelltiefe ein und habe außerdem die Möglichkeit, eine Bearbeitungsreihenfolge pro Bereich oder pro Ebene auszuwählen. Bei den Bearbeitungsmethoden stehen mir die Optionen Einweg, Zickzack oder eine spiralförmige Bewegung zur Verfügung. Nachdem ich meine Einstellung vorgenommen habe, wechsle ich in den Reiter Geometrie, aktiviere den Schalter Flächen und wähle mein zu schlichtendes Modell aus. Anschließend bestätige ich meine Auswahl durch das Drücken der Enter-Taste. Wenn ich jetzt bestätige, werden die Werkzeugbahnen generiert und in der externen Simulation können wir sehen, wie entsprechend Z-konstante Fräsbahnen am Werkstück erzeugt werden. Wenn ich jetzt in der Simulation das Werkstück einblende und das Rohteil transparent schalte, wird erkennbar, dass in den hinterschnittigen Bereichen Material stehen bleibt, da der Radiusfräser aufgrund seiner zylindrischen Form natürlich nicht in diese Bereiche eindringen kann. Dadurch entstehen am Bauteil in diesen beiden Bereichen unnötige Fräsbahnen. Um dies zu verhindern, öffne ich noch einmal den Job, wechsle in den Reiter Hinterschnitte und aktiviere den Typ Hinterschnitte ausschließen. Wenn ich jetzt die Neuberechnung ausführe, sieht man, dass die Hinterschnitte ausgelassen werden. Um diese Bereiche zu bearbeiten, erstelle ich einen neuen Job schlichten Z-konstant und wähle als Werkzeug diesmal einen Scheibenfräser mit einem Durchmesser von 35 mm aus, der an den Schneiden eine Rundung von 3 mm aufweist. Anschließend gehe ich wieder in den Reiter Hinterschnitte und wähle den Typ Hinterschnitte bearbeiten aus. Um zu vermeiden, dass der Scheibenfräser das gesamte Bauteil noch einmal bearbeitet, aktiviere ich die Option Nur Hinterschnitte bearbeiten. Dadurch wird das Werkzeug nur die Hinterschnitte bearbeiten, ohne das gesamte Bauteil erneut zu schlichten. Danach wechsle ich wieder zum Reiter Geometrie und selektiere mein Bauteil über den Schalter Flächen.